wunderschönen guten Abend allerseits. Mal wieder auf dem Pendelweg nach Hause. Vielleicht wird es jetzt einfach mal an der Zeit, dass ich auch ein bisschen besser erkläre, was ich hier eigentlich machen möchte. Ich wohne hier in der Gegend im süddeutschen Raum, Großraum Karlsruhe, am Schwarzwald, in der Gegend. Die ist einfach total genial zum Motorradfahren. Die ganze Gegend schreit gerade dazu danach, hier auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Es ist eine warme Gegend, man kann es ziemlich lang machen. Ich fahre eigentlich vielleicht mal Januar, Februar nicht Motorrad. Ich bin letztes Jahr das letzte Mal am 31.12. Motorrad gefahren und am 2. März, glaube ich, dann zum ersten Mal wieder. Das ist ja gerade mal 2 Monate Pause. Und die Gegend ist halt total genial. Ich kann durch die Rheinebene fahren, ich kann über die Dörfer fahren, ich kann hier in den Schwarzwald reinfahren, schöne Kurvenstraßen. Ich kann in die Vogesen nach Frankreich rüberfahren. Naja, wenn Corona halt gerade nicht so hart wütet. Und insgesamt ist es einfach total genial hier, was das Motorradfahren angeht. Schwarzwald-Hochstraße, Roter Lache, alles Orte, wo ich euch irgendwann nochmal hinführen werde. Das Coole an der Sache ist, ich pendel zwischen Gaggenau und Karlsruhe hin und her. Das heißt, meine tägliche Pendelei, mein Daily Commute, wie der Neudeutsche sagen würde, ist so irgendwas mit die 25 Kilometer eben durch diese total geniale Motorradfahrstreckengegend. Was ich also machen möchte, ist einfach den Weg zur Arbeit zu nutzen, um ein paar Videos aufzuzeigen und euch hier mal einen kleinen Einblick darüber zu geben, wo man hier überall so gut in der Gegend rumfahren kann. Ja, irgendwann später im Laufe der Zeit werden wir sicherlich auch noch andere Strecken fahren und das Ganze wird eher etwas loser ausgelegt werden, aber das war mal ursprünglich das Konzept an dem Punkt. Naja, dann kam Lockdown und Corona und ihr wisst ja alle, was passiert ist. Das heißt, ich hocke jetzt seit Oktober des letzten Jahres im Endeffekt im Homeoffice. Und ja, wie soll man sagen, mach nicht so wahnwitzig viel mit zur Arbeit fahren. Das heißt, die tägliche Pendelei fällt ziemlich flach. Ja, und damit natürlich auch der grundlegende Plan dessen, was ich in diesem Kanal machen wollte. Daher ja auch der Punkt vom letzten Video, der Circular Commute, also die simulierte Pendelei, ne, war einfach mal der Versuch, um zu sagen, was man hier denn vielleicht alternativ machen könnte und was wäre hier Preis gewesen, frei nach dem Motto, was wäre die Strecke gewesen, die ich gefahren hätte, wenn ich jetzt pendeln könnte. Jo. Heute war mal wieder ein Tag, heute war ich mal wieder im Büro, hin und wieder, alle Schaltjahre muss es mal sein. Das heißt, heute werden wir eine kleine Strecke fahren. Wie ihr seht, gerade viel Baustelle hier, das heißt, ich fahre gerade anstatt direkt auf die B3 abzubiegen und loszufahren, fahre ich jetzt hier eine kleine Umfahrung durch Ettling durch, wird man ja sehen. Gut, aber wie gesagt, das soll die erste Serie, der erste Ansatz sein, mit dem ich ein bisschen mit euch rumfahren möchte. Ja, was seht, ich bin jetzt kein Profi-YouTuber. Das heißt, ich werde jetzt nicht so viel filmen, werde garantiert nicht wöchentlich irgendwelche Filme raushauen. Aber irgendwann haben wir die Wege zu meiner Arbeit und zurück halt abgefilmt und dann werde ich mir vielleicht andere Sachen überlegen. Jo, wenn ich dann überhaupt noch Bock habe zu filmen, das wird sich zeigen. Aber solange es mir Spaß macht, wird mir schon irgendwas einfallen. Ja, zur Not benenne ich den Titel um und dann fahren wir halt mal so durch den Schwarzwald. Da gibt es unendlich viele geniale Strecken, die man dann natürlich letztendlich nutzen kann. So, jetzt wisst ihr so ungefähr, worum das in dem Kanal gehen soll. Und jetzt werden wir uns mal auf einen Weg machen, heute tatsächlich von der Arbeit. Ich bin gerade in Karlsruhe losgefahren, bin dann die Querspange, den Zubringer in Richtung der B3 und der A5, glaube ich, ja genau, der A5 gefahren. Die B3, wie ihr gesehen habt, war gerade, die Zufahrt dazu war gesperrt. Also fahre ich jetzt hier durch Ettlingen kurz durch, um dann wieder auf die B3 draufzustoßen nach dieser Umleitung. Ist nur ein relativ kurzer Umweg, das geht schon. Andere Alternative wäre die Autobahn gewesen. Ja, ehrlich gesagt, Autobahn, ja, können wir irgendwann mal fahren. Macht sicher
aber auf dem Motorrad nur begrenzt Spaß. Also zumindest auf dem Motorrad, das ich hier fahre. Ich fahre eine Rocket 3 Classic aus 2006. Ein absolut geiles Motorrad. Also für meinen Geschmack, da kann jeder sich das überlegen, was er für sich natürlich lieber hat. Früher bin ich dann alles mögliche andere auch gefahren, angefangen mit der Enduro, hat tierisch Spaß gemacht, dann auf Naked Bikes umgestiegen, dann ein paar Rennhobel gefahren. Die waren geil auf der Autobahn, ich meine vor allem hier in Deutschland, hehe. So, Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, Rennhobel, gib ihm, macht schon Laune. Aber irgendwann wird man ja ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter und dann war es das mit der Lust, schnell zu fahren, ganz ehrlich. Schnell fahren, also im Sinne von jetzt irgendwie 230, 240 aufwärts, ja, ist nicht mehr so hundertprozentig meins auf dem Motorrad. Also schnell fahren kurzfristig macht schon mal Sinn. Ja, auf dem Motorrad, wo ich hier fahre. Man umarmt die Welt in der Sitzposition, in der man sitzt. Und das wird so ab 180, 190 wird das echt unangenehm und drückt dann irgendwie die Nase ans Visierblatt. Das muss jetzt nicht wirklich sein. Das heißt, mit dem Motorrad fahre ich dann lieber die schönen, kurvigen Nebenstraßen. Macht ein bisschen mehr Laune. Aber ja, ich kann jeden verstehen, der hin und wieder gerne mal auf die Autobahn geht und da ein bisschen abdüst. Mache ich mit dem Auto auch heute noch sehr gern. Aber eben mit diesem Motorrad jetzt gerade halt mal nicht in der Form. Ansonsten lebe ich ja in einem Land, in dem es noch möglich ist, in Deutschland schön schnell zu fahren, wenn man denn möchte. Und natürlich, wenn es zumutbar ist. Ich meine ganz ehrlich, Rasen muss jetzt nicht sein. Aber schnell fahren und Rasen sind ja zwei Paar Stiefel. Also meiner Meinung zumindest. Aggressives Fahren kann ich auch mit niedrigen Geschwindigkeiten praktizieren. Ich kann wesentlich aggressiver mit 30 fahren, als ich es mit 100 kann, wenn ich es nur richtig anstelle und irgendwie spät bremse, schön Leuten dicht auffahre, anfange sie zu bedrängen. Da kann ich auch mit 30 die Leute nötigen und aggressiv fahren. Und mit 100, 120, 200 kann ich defensiv fahren, wenn es der Situation angepasst ist. Klar, wenn alle Straßen und alle Spuren voll sind, muss ich nicht anfangen, hier riesig rumzudüsen. Aber das versteht sich ja irgendwie von selber. Umleitungsstrecke ist jetzt gleich durch. Und dann sind wir eigentlich auf der Strecke, auf der wir ursprünglich hin wollten. Und dann sind wir auf der B3, um einfach dann an den Ortschaften vorbei in Richtung Heimat zu fahren. Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube heute nehme ich euch jetzt mal nicht über die B3 mit. Heute versuche ich mal die B36 zu fahren. Die B3 habt ihr in meinen vorigen Videos auch schon gesehen. Die B36 weiß ich nicht, glaube ich, sind wir noch nicht zusammengefahren. Das B3 müsste ich dann jetzt hier gleich abbiegen. Also hier so, wäre Richtung B3. Und jetzt fahren wir hier nochmal kurz ein Stückchen weiter und auf die parallel verlaufende B36. Das war der Grund, ehrlich gesagt, warum ich überhaupt mal mein Konzept hier aufgelegt habe. Also meine Ways to Work, Daily Commutes, ja, die Pendelei sozusagen. Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wenn ich jeden Tag 25 Kilometer fahre, kann ich die, oder 25 Kilometer einfach, kann ich die über die Autobahn abreißen. Ja, geht schneller, ist eine feine Sache. Bin ich schnell im Büro, schnell wieder zurück. Oder ich kann mich aufs Moped setzen. Sicher an so Tagen wie heute, blauer Himmel und Sonnenschein. Da will man doch lieber mit zwei Rädern unterwegs sein. Und dann vielleicht 10 Minuten länger brauchen, aber einfach Spaß haben in der Zeit. Und es führen halt außer der Autobahn parallel dazu so viele Wege von A nach B. Wenn ihr euch das mal auf der Straßenkarte anschaut, vielleicht kann ich die auch gleich mal einblenden. Ich habe die Autobahn, die A5, die führt von Karlsruhe nach Rastatt. Parallel dazu habe ich auf der einen Seite, auf der Seite Richtung Rhein, die B36, die führt genau parallel dran entlang.
Dann ein bisschen weiter innen mit einer Querung über die Autobahn habe ich die B3. Die fährt auch komplett parallel dran entlang. Und das sind die beiden Bundesstraßen. Da habe ich noch gar nicht an die ganzen kleinen Landstraßen, Dorfstraßen gedacht. Wenn ich dann weiter Richtung Rhein gehe und da über die Flachlanddörfer ziehe, also Weinstetten anfangend, Au am Rhein, Blittersdorf und so weiter hinten durch, dann fahre ich durch Straßenkäfer durch, also nicht despektierlich gemeint, das sind total schöne Orte und die sind auch eigentlich ziemlich geil, um zu wohnen, weil man ist schnell überall in der Gegend und man hat seine Ruhe, aber es sind halt trotzdem, was man so landläufig als Straßenkäfer bezeichnet. Von daher, dann fährst du da drüber. Da bist du natürlich relativ lange unterwegs, aber das ist so zum geruhsamen Cruisen ist das eine echt feine Sache. Wenn ich dann nicht Richtung Rhein gehe, sondern die ersten Bergausläufer rein, ab Ettlingen kann ich ja in die Bergausläufer, in den Schwarzwald rein, dann habe ich da auch über die Dörfer verschiedene Strecken, die ich an den Bundesstraßen entlang, über die kleinen Landstraßen zwischen Karlsruhe und Rastatt, zwischen Karlsruhe und Gaggenau verbringen kann. Mal weniger kurvig, mal mehr kurvig. Also allein auf der Seite der Berge sind schon mal 3, 4 parallele Strecken, die halt ein bisschen andere Abbiegungen haben und deswegen sich im Detail unterscheiden, die ich da fahren kann und mir jedes Mal für meine Stimmung das Richtige raussuchen kann, um zur Arbeit zu kommen. Ja. Parallel führende Straße, hier wäre der Tunnel gewesen. Ach gut. Jetzt fahren wir halt über die Schranke und warten, bis vielleicht irgendwann mal grün wird. Genau, wo waren wir? Bei den Bergdörfern. Das heißt, da habe ich die Bergdörfer und ich kann sogar, wenn ich ganz mutig bin und Corona gerade nicht zuschlägt, dann fahre ich einfach noch ein bisschen weiter über den Rhein drüber und fahre dann auf der Elsässer Seite sozusagen entweder durch die Dörfer und über die Autobahn und dann bei Rastatt wieder rüber und kann mir dann manchmal in Frankreich billig tanken. Wenn ich noch rauchen würde, vielleicht früher mal Zigaretten kaufen, das jetzt nicht mehr und sehe halt wieder eine andere Gegend. Und weiter geht's. Also ihr seht, Strecken gibt es hier genug. Sie sind alle echt ganz schön. Und dann bin ich ja nur die 25 Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsort gefahren. Wenn ich dann von da, wo ich wohne, einfach in die andere Richtung, Richtung Süden aufbreche oder Richtung Südosten, habe ich noch ganz andere Reviere, die frei sind. Feine Sache das. Nehme ich euch auch mal hin mit. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich euch zeigen soll, gerade vielleicht bei einem Urlaub in der Gegend oder möchtet von der Gegend was sehen, um zu entscheiden, ob ihr hier mal mit eurem Motorrad vorbeikommen sollt, ja, einfach unten in die Comments rein, in die Kommentare, ich lese sie durch und dann fahre ich mal da vorbei. Wenn es machbar ist, von dem Abstand natürlich. Wenn ihr Motorradfahrer seid, Biker seid, die hier in der Gegend wohnt und ihr wollt mal eine Runde fahren oder habt eine geile Strecke, von der ihr sicher seid, dass ich sie nicht kenne und so wollt sie mir mal zeigen, auch immer ab in die Kommentare. Wir treffen uns, wir fahren die Runde. Ich fahre meistens allein, aber hey, ich finde es immer lustig, mit mehreren Personen zu fahren. Von daher nur Mut, nur zu.
Die Rocket, man muss sie einfach lieben. Wie gesagt, eines der nächsten Videos kann ich gern mal ein paar mehr Details zu diesem Motorrad verraten. Sei nur so viel gesagt, bis vor kurzem war es die Serienmaschine mit dem größten verbauten Motor mit ihren 2,3 Litern Hubraum. Aber, wie ihr alle wisst, viel Hubraum ist ja nur durch 1 zu übertreffen. Noch mehr Hubraum. Hat sich Triumph wohl auch gedacht und praktisch eine Nachfolgeversion dieser Rocket, nämlich die neue Rocket, praktischerweise entworfen, die nicht 2,3, sondern 2,5 Liter Hubraum hat. Und jede Menge moderne Technik drin. Ich traue mich nicht, sie Probe zu fahren, weil dann muss ich sie wahrscheinlich haben. Und ich hatte eigentlich nicht auf dem Plan, mir so schnell ein neues Motorrad zu kaufen. Von daher kann ich nur berichten von allen, die sie bisher gefahren haben, dass sie sich fährt wie ein kleines, leichtes Mopedlein im Vergleich zu der alten Rocket auf jeden Fall. Und dabei nochmal wesentlich mehr Power hat. Noch mehr Wumms. Könnte man schon schwach werden. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, nein, ich habe keine Präferenzen, mit wem ich fahre. Es ist mir vollkommen wurscht, ob jemand auf 2 Rädern, auf 3 Rädern fährt, ob er einen Naked Bike fährt, ob er einen Joghurtbecher fährt, ob er eine Geländemaschine fährt, eine Sumo, ein Cruiser, eine Harley, eine BMW, was auch immer. Hauptsache Motorrad, Hauptsache Spaß haben. So, zurück von unserer kleinen Pause und weiter auf der B36. Ich bleibe jetzt hier auf der B36 einfach nur, damit wir die mal abgehakt haben, die Straße, weil, mal ganz ehrlich, die ist hier jetzt auch nicht so super besonders. Das Stück der B3 war es auch schon nicht. Ja, immer noch besser als Autobahn, aber ganz ehrlich, nicht so viel besser. Vor allem natürlich, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, was ich ja fast immer tue. Gleich an das Highlight, das sehr kurze Highlight dieser Strecke. Der kleine Schlingel, den wir jetzt fahren, der ist zur Abkürzung, wenn die Ampel, die große Ampel da, mit der man von der B3 dann die B462 ins Murgtal abbiegt, da aber wieder Stau ist, Feierabendverkehr und so, dann kann man wunderbar diesen kleinen Schlingel fahren. Aber ganz ehrlich, den kann man auch fahren, wenn kein Stau ist.
Ja, genau. Die nächste Bundesstraße. Lustiger bei dieser Bundesstraße hier, bei der B462 ist, dass sie mit 120 beschränkt ist. Also normalerweise vierspurige Bundesstraßen mit baulicher Trennung in der Mitte sind ja entweder auf 100 beschränkt, wie man es sonst von Bundesstraßen kennt, oder sie sind dann komplett freigegeben. Dann darf man so schnell fahren wie auf Autobahnen. Leider wissen das die wenigsten. Aber hey, schlagt's nach in der Straßenverkehrsordnung. Bundesstraße, bauliche Trennung in der Mitte und ja, ein Doppelstrich zählt schon als bauliche Trennung. Dann dürft ihr da so schnell fahren, wie ihr wollt, wenn es die Geschwindigkeit nicht extra begrenzt ist. Egal, die Bundesstraße hier, im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade Baustelle ist, wie jetzt, ist mit 120 begrenzt. Das ist eher selten. Normalerweise, wie gesagt, ist dann 100 üblicher. Muss man sich, wenn man hierher zieht, am Anfang auch erstmal dran gewöhnen, weil sonst kriegt man mit 100 vor sich hin und wundert sich, dass alle Leute überholen. Also. Das war's dann auch schon wieder. Lange Schatten werfen ihren Blick voraus. Für uns heißt es, wir sind gleich zu Hause. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.